Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind womöglich tatsächlicher Leak zu Half-Life 3, Gamescom Roadmap für Kingdom Come Deliverance 2, Memoriapolis mit Release-Termin, Entwickler-Update für Earth of Orin, Kingmakers ist so abgedreht, dass es jetzt sogar verfilmt werden soll, Sapiens mit neuem Koop-Feature und umfangreiches Content-Update erweitert die Siedler 2 um den Wirtschaftszweig Wein. Dieser Wochenrückblick wird euch von Instant Gaming präsentiert, worüber ihr Game Keys deutlich günstiger als direkt auf Steam und Co. erwerben könnt. Aktuell bekommt ihr hier den inoffiziellen Dungeon Keeper Nachfolger in Form von War for the Overworld für unter 6 €, also mit 80% Rabatt, weshalb ich euch den Titel mal wärmstens empfehlen möchte, da er die beiden Klassiker schon relativ gut einfängt. Und das Beste, mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr diesen Kanal zusätzlich massiv. Übrigens ist diese Woche auf diesem Kanal auch ein ausführliches Video zur Dungeon Keeper Geschichte erschienen, was man sich ruhig auch mal geben kann. Die Geschichten rund um ein mögliches Half-Life 3 sind lang und angebliche Gerüchte um die Fortsetzung rund um Gordon Freeman gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Genauer gesagt ist der letzte Hauptteil in Form der zweiten Story-Episode von Half-Life 2 mit einem völlig offenen Ende im Oktober 2007 erschienen, also vor knapp 17 Jahren. We should never have let her go. Weswegen man das Thema eigentlich auch mal abhaken könnte. Aber Half-Life war eben kein generischer Shooter von der Stange, sondern beide Teile wegweisende Spiele, die die Gaming-Landschaft in vielen Aspekten prägten und auch Steam in gewisser Weise zu dem machten, was es heute ist. Offiziell gibt es natürlich nach wie vor nichts und Valve hüllt sich wie immer in Schweigen. Allerdings ist jetzt auf der Projektliste der Synchronsprecherin Natascha Chandel das Projekt ByteSense von Valve aufgetaucht, welches natürlich mittlerweile wieder entfernt wurde, was die Sache nur noch interessanter macht. Bei ByteSense handelt es sich um einen Nationalpark im US-Bundesstaat New Mexico und genau hier liegt im Spiel die Forschungseinrichtung Black Mesa aus Half-Life. Klar ist außerdem auch, dass Valve aktuell neben dem ebenfalls bereits geleakten Deadlock an einem weiteren unangekündigten Spiel arbeitet. Es müsste also mit dem Teufel zugehen, wenn das angekündigte ByteSense nichts mit Half-Life zu tun haben sollte. Mittlerweile hat auch der Datenminer Tile McVicker neue Hinweise auf das Spiel zutage gegraben. Dieser bringt das Projekt ByteSense nämlich mit Projekt HLX in Verbindung, welches bereits 2021 durch Datensätze aufgedeckt wurde. So lässt sich jetzt angeblich auch bestimmen, dass der Held laut Code im Spiel einen HEV-Anzug wie Gordon Freeman tragen wird. Möglich wäre allerdings auch, dass es sich beim unangekündigten Projekt um eine VR-Fortsetzung zum Spin-off Half-Life Alyx handelt oder gar um ein ganz neues Projekt im Half-Life-Universum. Übrigens feiert Half-Life im November sein 20. Jubiläum, eine Ankündigung würde hier also durchaus Sinn ergeben. And then boot you right in the balls. Mit Kingdom Come Deliverance 2 steht uns dieses Jahr noch ein richtiges Mittelalter-Epos ins Haus, auf welches viele von euch warten. Entwickler Warhorse hat uns jetzt deren Gamescom-Fahrplan vorgestellt, der sich durchaus sehen lassen kann. So wird das Spiel während der Opening Night am 20. August mit einem neuen Gameplay-Teaser präsentiert. Einen Tag später gibt es dann über 20 Minuten Gameplay in Videoform sowie Anspielmöglichkeiten für Presse- und Messebesucher in Halle 9. Es sieht also gut aus, dass ihr tatsächlich noch dieses Jahr zu Pferd im mittelalterlichen Böhmen unterwegs sein werdet. Lacked the courage to do. As the leader and guardian of your dynasty's legacy, transform this town into the greatest capital of all time. Mit Memoriapolis entsteht ein weiterer richtig gut aussehender Citybuilder bei den 5PM Studios in Frankreich. Der besondere Kniff ist hier, dass euch das Spiel in der Antike startend die Entwicklung eures Reiches über eine Zeitspanne von 2500 Jahren verfolgen lässt. Genauer gesagt von einer kleinen antiken Siedlung bis zu einer großen Stadt im 17. Jahrhundert. Jetzt steht fest, dass ihr noch diesen Monat ab dem 19. August in den Early Access auf Steam starten dürft. One you can guide but never fully control. After hundreds of years of wandering and foraging,
people started to settle and they built the foundations of today's civilizations. Auch Earth of Orin ist hochinteressant und orientiert sich in gewisser Weise an Stronghold. Im Spiel gestaltet ihr mit nichts startend ein eigenes Königreich und erfüllt dabei die stetig wachsenden Bedürfnisse eures Volkes. Dabei bietet das Low-Poly-Spiel einen umfangreichen Baukasten für Gebäude sowie ein RTS-Kampfsystem. Ebenfalls gibt's Handel, Forschung, Politik und Kultur. Speziell das Bausystem, welches euch Gebäude Minecraft-artig völlig selbst zusammenstellen lässt, ist beachtlich. So könnt ihr zum Beispiel auch überall bewegliche Teile wie Brücken und Aufzüge ergänzen. Im nun neuen Entwickler-Update wurden die 4 unterschiedlichen Biome vorgestellt, die für ordentlich Abwechslung sorgen sollen und euch jeweils vor andere Herausforderungen stellen. So seid ihr beispielsweise im Wüstenbiom auf Handel angewiesen, um an diverse fehlende Ressourcen zu gelangen. Aktuell arbeitet man an Gebäuden zur Energiegewinnung wie Wasserwerken und der Mechanik dahinter sowie an Wildtieren. Earth of Orin hat noch keinen Release-Termin, soll aber noch dieses Jahr in den Early Access starten. Definitiv ein Titel, den man sich auf seiner Wishlist mal vormerken sollte, wenn ihr mich fragt. Mit Kingmakers entsteht aktuell ein abgedrehter Zeitreise-Shooter, den ich euch hier in einer Preview bereits ausführlich vorgestellt habe. Hier reist ihr mit aktuellen Waffen ins Mittelalter, um allein mit absoluter Überlegenheit ganze Kriege zu entscheiden. Nun wurde bekannt, dass dieses völlig verrückte Setting durch die Hollywood-Produktionsfirma Story Kitchen verfilmt wird. Story Kitchen ist dabei nicht völlig unbekannt, sondern hat bereits Tomb Raider umgesetzt und arbeitet aktuell an Sonic 3. Viel zur Handlung ist noch nicht bekannt, die ein Zitat Braveheart mit Zeitreisen werden soll. Es soll aber eher ein klassischer Zeitreisefilm werden, in dem der Protagonist dann ins Jahr 1401 reist, um die walisische Rebellion mit Sturmgewehr, Humvees und Kampfhubschraubern zu unterstützen. Klingt völlig verrückt, ist aber mal was erfrischend Neues, weswegen man sich nicht nur auf das Videospiel freuen darf. Mit Instant Gaming kann ich euch ein monatliches Gewinnspiel anbieten, in welchem ihr plattformübergreifend ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt. Um mitzumachen, müsst ihr lediglich einen Instant Gaming Account besitzen und auf den Mitmachen-Button klicken. Link oben im i sowie in der Videobeschreibung. Viel Erfolg! Auch der Steinzeit-City-Builder Sapiens wächst und gedeiht. Dieser konnte bei seinem zu frühen Early Access Start im Juli 2022 noch nicht so recht überzeugen, hat sich aber in den letzten 2 Jahren durchaus enorm weiterentwickelt. So verfügt das Spiel mittlerweile über einen Koop-Modus, in welchem jeder Mitspieler einen eigenen Stamm verwalten kann und sich diese dann im späteren Spielverlauf zusammenschließen können. Außerdem gibt es jetzt auch KI-Stämme, die sich auf 4 verschiedene Branchen konzentrieren können. Also Steinwerkzeuge, Brot, Töpferwaren oder Bronze. Zudem gibt es ständig neue Gebäude, Berufe, Tiere und natürlich Quality of Life Updates. Mit Return to the Roots gibt es seit Jahren eine beeindruckende Fanerweiterung zum Original Die Siedler 2 aus dem Jahr 1996. Beeindruckend insofern, dass dem Oldie hier eine neue Grafik-Engine spendiert wird, die einen stufenlosen Zoom samt höherer Auflösung ermöglicht und das ganze Spiel generell viel zugänglicher macht. Damit aber nicht genug, gibt es mit den Babyloniern ein neues Volk, Online-Multiplayer, Texture-Packs und bessere Gegner-KI. Im nun diese Woche veröffentlichten Update wurde das Ganze nochmals auf die Spitze getrieben, um mit der sogenannten Weinwirtschaft ein komplett neuer Produktionszweig eingeführt, der zudem pro Volk 3 neue Gebäude ergänzt. So könnt ihr jetzt über den Weinbauer Weintrauben anbauen und diese dann im Weingut zu Wein weiterverarbeiten, um diese dann anschließend im Tempel als Opfergabe darzubieten, um als Gegenleistung von den Göttern Roherze zu erhalten, also Kohle, Eisen oder Gold. Durch den neuen Produktionszweig möchte man so das Late-Game stärken, in welchem die Minen oft nach und nach ausgehen und sich allein dadurch eine Partie entscheiden kann.
Return to the Roots benötigt eine installierte Die Siedler 2 Gold Edition und ist definitiv ein Besuch wert. In diesem Sinne, checkt unbedingt mal meinen Partner Instant Gaming aus und unterstützt dabei diesen Kanal, kommt gut in die neue Woche und ja, bis zum nächsten Mal.